Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich euch eine Sommerdeko-Idee mit diesem Glas hier zeigen, wobei das jetzt in meinem Fall auch noch ein Last-Minute-Muttertagsgeschenk werden wird. Naja, jedenfalls hat mein Glas jetzt in etwa eine Höhe von 11 cm und der Durchmesser beträgt in etwa 10 cm. Und um dieses Glas wird jetzt mal als erstes doppelseitiges, durchsichtiges Klebeband geklebt werden. Das doppelseitige Klebeband werde ich in etwa auf dieser Höhe an meinem Glas befestigen. Ja, und dann halt so, dass das so einigermaßen gleichmäßig ist. Muss aber jetzt nicht zu 100% sein, wie gesagt, nur so einigermaßen gleichmäßig. So, wo habe ich meine Schere? Ach, die habe ich da jetzt schon hingelegt. Okay. Schneiden wir hier mal ein bisschen was ab. Ja, ich lasse mal lieber ein bisschen Reserve dran, man weiß ja nie. Jetzt muss ich mir erstmal das Papier hier abfriemeln. So. Den justieren wir uns. Das ist auch ein Klebeband, das könnt ihr immer noch, halt auch wieder mal lösen vom Glas. Das ist echt super. So, eben etwas andrücken. Hätte ich vielleicht auch mal vorher andrücken sollen, bevor ich das hier abziehe. Wird mir gerade jetzt erst bewusst. Okidoki. So, jetzt habe ich hier schon ein paar Materialien auf meinem Arbeitstisch liegen. Oder was heißt ein paar? Die werde ich jetzt nachher alle verwenden. Oder anders gesagt, ich wollte mir jetzt eigentlich auch nichts mehr hinzuholen. Ich habe hier so verschiedene Wedel von den Gräsern oder von Gräsern vielmehr. Das sind jetzt 3 verschiedene. Und dann habe ich hier einen Bund frischen Strandflieder liegen. Einen Bund frischen Strandflieder, genau. Den kann man auch mit der Zeit super eintrocknen lassen. Und dann könnt ihr den für andere Projekte einfach noch aufheben. Ja, und jetzt mache ich mir mal so Gedanken. Jetzt geht es ja auch wieder los mit meinen kleinen Sprachstörungen. Wie weit soll das jetzt hier nachher bei dem Glas hinausschauen? Weil das wird in meinem Fall ein Windlicht werden, beziehungsweise hier wird noch ein Teelicht nachher drin platziert werden. Und ich denke, ich mache das so, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer, einfach so frei Schnauze arbeiten. Und ihr könnt es ja schon sehen, das klebt jetzt wunderbar an diesem doppelseitigen Klebeband. Meine Gräser, die hatte ich jetzt auch schon ein paar Tage liegen lassen. Die sind jetzt mittlerweile etwas eingetrocknet. Und tada! Wenn man jetzt kein doppelseitiges Klebeband haben sollte, dann könnt ihr auch einfach hier so ein Gummiband drumherum machen. Zack, steckt das unterhalb des Gummibandes. So, das hier könnten wir jetzt noch ein bisschen kürzer schneiden. Ich mache hier mal ein paar Wedelchen ab. Und dann werde ich das Ganze jetzt auch mal für euch beschleunigen. So viel kann man jetzt auch nicht mehr dazu erzählen, wie man hier was dran klebt. Strandflieder schneide ich mir dann halt auch dementsprechend zurecht, wie lange ich das halt haben möchte. Und dann hält das hier normalerweise auch richtig gut an dem Glas oder an dem Klebeband. Um mein Glas werde ich noch eine Schnur drumherum wickeln, aus dem ganz einfachen Grund, falls ich jetzt hier mal aus Versehen dran titsche, dann kann es halt gut möglich sein, dass die Sachen halt von alleine abfallen. Ja, und somit wird das Ganze mit der Schnur dann auch nochmal, ich sag mal, stabiler. Ich mache jetzt hier mal eben einen Doppelknoten hinein, damit das schon mal gut hält, also meine Schnur. Ich muss jetzt hier auch ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich mir das jetzt hier selber noch irgendwie abreiße. Ist jetzt ein bisschen friemelig, gebe ich jetzt mal zu an dieser Stelle. Ja, und davon mal abgesehen, dann sieht man nachher auch dieses doppelseitige Klebeband nicht wirklich. So. Ich würde jetzt auch die Schnur halt dann da drumherum wickeln, wo das Klebeband ist. Dann ist das nochmal so ein bisschen unauffälliger. Wobei, ehrlich gesagt, ihr müsst da jetzt super genau hingucken, um dieses doppelseitige Klebeband überhaupt erkennen zu können. Muss man jetzt auch mal sagen. Das ist ja sowas von fein, dieses Klebeband. Und dann, so lange drumherum wickeln, bis ihr damit zufrieden seid. Meine Schnur habe ich jetzt bündig an dieser Stelle abgeschnitten und nun wird innerhalb von diesem Glas noch ein kleines Teelichtglas platziert werden. Und bevor ich das jetzt platziere, klebe ich das hier erst einmal mit Kreppband ab. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das mit Kreppband abklebe. Kleinen Moment, das dauert hier eine Weile. Ich lasse da jetzt auch ein ordentliches Ende so hinausschauen, also von dem Kreppband. Ja, ich denke, 2 so kleine Streifen sollten reichen. Ich muss das aber auch noch mal hier ein bisschen strammer drumherum haben.
Wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, warum ich das mache. Nur so locker flockig da dran. Mal eben gucken, ob es auch wieder abgehen würde. Ja, noch ein bisschen lockerer. Kommt jetzt hier in mein Glas hinein oder auch nicht. Jetzt muss ich mal eben aufpassen hier mit dem Strandflieder. Okay. Ihr könnt das Ganze jetzt auch übrigens sein lassen, was ich jetzt mache. Ne? Ihr müsst das nicht so machen wie ich. Ihr könntet auch einfach ein Teelicht da jetzt in dem Glas halt platzieren und fertig aus. Aber ich wollte da jetzt noch etwas Spiegelsand einstreuen. Und deswegen habe ich das jetzt abgeklebt, damit das nicht in dem zweiten Glas drinne hängen bleibt. Und hat letzten Endes den Vorteil, die Teelichter müsst ihr ja irgendwann mal austauschen. Und dann kann man das einfach aus diesem kleinen Glas hinausnehmen, das Teelicht. Man könnte das jetzt auch ohne dieses zweite Glas hier machen. Aber dann ist das halt ein bisschen friemelig, das Teelicht auszutauschen. Fülle ich jetzt mit dem Spiegelsand auch nur bündig, bis zu diesem kleinen Glas auf. Das soll da ja jetzt nicht hinauslaufen. Mal eben gucken. Ja, ein bisschen was darf noch hinein. Muss mir mal gleich einen Pinsel noch hinzuholen. Wo habe ich denn meinen alten Pinsel? Irgendein Pinsel. So. Machen wir eben hier ab. Ja, ein bisschen was brauchen wir noch. Das Kreppband ziehe ich jetzt ab, nehme aber auch gleichzeitig meinen Pinsel zur Hilfe und drücke mir das kleine Glas an den Boden des großen Glases. Nicht, dass ich das jetzt aus Versehen mit dem Kreppband da hinausfriemel. So, Teelicht. Ich hoffe, ich habe mir jetzt auch ein Feuerzeug hier in die Hosentasche gesteckt. Muss man eben gucken. Beziehungsweise mal eben hier noch ein bisschen schicker machen. Ja, jetzt werde ich aber auch pingelig. So rum. Okidoki. Machen wir das mal an. Oh, bitte, dass das jetzt nicht ausgeht, wenn ich das da reinfallen lasse. Bei meinem Glück geht's aus. Doch nicht. Ich glaube, das sieht cool aus. Das müsste meiner Mama eigentlich gefallen. Sind jedenfalls auch ihre Lieblingsfarben. Oder mit ihre Lieblingsfarben. Silber, Grün, so, ne? Die mag halt auch immer lieber, natürlichere Deko. Und dann bin ich jetzt damit soweit fertig. Noch mehr werde ich da jetzt auch nicht dran machen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht mehr, was ich da überhaupt noch dran machen sollte. Ja, und mit der Zeit trocknen die Sachen ja alle ein. Ich persönlich finde aber, das sieht dann immer noch genauso schön aus wie jetzt auch. Halt auch der Strandflieder, der macht dann nach etlichen Wochen immer noch einen guten Eindruck. Also der verwelkt nicht oder sieht dann irgendwie komisch aus. Könnt ihr ruhig alles eintrocknen lassen. Die ganzen benötigten Materialien findet ihr wie üblich in der Videobeschreibung. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!